Microsoft 365 am Mac zum Laufen bringen, das sollte eigentlich eine ganz einfache Sache sein. Browser aufrufen, bei office.com anmelden, dann die Desktop-Apps herunterladen und installieren und die anderen Apps im Browser verwenden. Vielleicht muss ich noch einen anderen Browser installieren, weiß ich nicht, ob Safari da eine gute Plattform ist, und mal schauen, was uns sonst noch an Überraschungen erwartet. Hallo und herzlich willkommen zum Selbstversuch Windows-User trifft auf Mac Air M1. Mein Name ist Arno Burger und heute möchte ich mal so nebenbei an meinem Mac Microsoft 365 zum Laufen bringen. Ich starte also als erstes mal den Browser, in meinem Fall Safari, und gebe hier die Adresse ein, office.com, und melde mich hier an. Gebe also den Benutzernamen ein. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht wieder Command Q drücke, um mein Add zu bekommen, sondern Option und L für das Add. So, dann gebe ich noch mein Passwort ein und dann melde ich mich hier an. Und ich entscheide jetzt, dass ich angemeldet bleiben möchte. Ich lasse mir gerne diese Erinnerung immer wieder anzeigen, dass ich ein bisschen im Kopf behalte, dass ich hier die Anmeldungen verringere und dass ich mich dadurch leichter anmelden kann. Ich habe übrigens vorhin schon mal das Passwort eingegeben gehabt, da hatte ich mich vertippt. Da kam noch die Frage, ob ich das Passwort hier im Browser speichern will. Das mache ich persönlich grundsätzlich nicht, dass ich Passwörter im Browser speichere, sondern ich habe dafür einen Passwort-Safe. Da wird es dann auch mal noch ein Video geben, wie ich auf meine KeePass-Daten am Mac zugreifen kann. So, also ich bestätige hier mit Ja. Und jetzt bin ich hier in Office und das sieht genauso aus, wie ich das auch gewöhnt bin. Ich mache das mal noch zum Vollbildmodus. Und jetzt kann ich hier Office installieren. Das heißt, die Standard-Desktop-Apps wie Word, Excel, Outlook, OneDrive und so weiter, die kann ich hier installieren. So, ich möchte den Zugriff auf Downloads erlauben. Und okay, herunterladen. Ich vermute, jetzt wird im Hintergrund heruntergeladen. Ich sehe das gerade nicht. Doch, genau, hier oben. Ich verwende Safari sonst nur am Handy, deshalb kenne ich das hier so noch nicht, aber hier Downloads anzeigen. Genau, also hier wird jetzt gerade das Installationsprogramm für Office heruntergeladen, dauert ein paar Minuten und dann geht es gleich weiter. So, knappe 4,5 Minuten später ist es nun soweit. Die Software ist heruntergeladen. Und jetzt ist die Frage, wie komme ich dorthin? Okay, ich habe einen Doppelklick gemacht und jetzt werde ich hier durch alle Schritte geführt zur Installation. Ich klicke auf Fortfahren, Deutsch, Enterprise-Kunden, das kann ich bestätigen. Und ich akzeptiere den Softwarelizenzvertrag. Es wird 10 GB Speicher gebraucht, da sollte ich kein Problem haben. Ich würde jetzt einfach mal im Standard dort installieren, wo der Rechner das auch tut. Das ist meistens die beste Lösung. Gehe dann auf Installieren. Okay, mein Passwort. Und zwar das Passwort für den Mac, um die Software installieren zu können. Und jetzt wird Office installiert. Genau, wenn dir das Video gefällt und weiterhilft, dann lass mir doch gerne ein Like da, und wenn du mehr über meinen Selbstversuch wissen willst, dann abonniere den Kanal und schalt am besten auch die Glocke ein, damit du keins der Videos verpasst. So, und knappe 2 Minuten später ist die Installation erfolgreich. Das würde ich sagen, ist schneller als am PC. Am PC kann man zwar früher wieder weiterarbeiten, aber es wird dann im Hintergrund weiter installiert. Ich schließe das jetzt mal. Und das Installationsprogramm, also das, was ich runtergeladen habe, um die Software zu installieren, das brauche ich eigentlich nicht mehr. Das heißt, das lege ich in den Papierkorb. Und jetzt gibt es hier noch Auto-Update, Hinweis erforderlich. Also ich möchte auf jeden Fall Updates haben. Ja, das heißt, er sucht jetzt gleich nochmal, aber alle Apps sind im Moment auf dem aktuellen Stand.
Und ich habe jetzt hier auch gleich eingeschaltet, Microsoft Apps automatisch auf dem neuesten Stand halten. Dann wird immer im Hintergrund installiert. Okay, dann kann ich das auch zumachen. Und mein Safari müsste ja noch offen sein. Hier kann ich jetzt schließen. Und ich habe jetzt hier diverse Programme, die ich über den Browser starten kann. Hier unten alle Apps, da habe ich meinen Planner, den ich brauche, und ich könnte hier auch im Web mit Excel arbeiten oder mit Word und Whiteboard. Also das sieht erstmal genauso aus, wie ich das auch am Windows-PC gewöhnt bin. So sollte das auch sein. Und jetzt ist nur die Frage, wo kann ich jetzt mein Word oder mein Excel direkt starten? Und jetzt schaue ich mal, ob hier unten das Programm neu dazugekommen ist. Also hier sehe ich jetzt nichts von den Office-Programmen. Ja, da muss ich jetzt mal ein bisschen suchen. Aber ich mache mal Folgendes. Ich gehe zunächst mal hier auf den SharePoint-Server und da habe ich ja meine Dateien, die kennt ihr teilweise schon aus der Videoerstellung. Konkret hier die Materialien. Und dort beim Filmen habe ich so Übungsdateien aus verschiedenen Programmen. Ich mache mal hier die Checkliste Fit vor dem Rechner auf. Die geht jetzt erstmal hier im Browser auf und ich kann jetzt über Bearbeiten, kann ich die Desktop-App öffnen. Das erlaube ich. Und jetzt müsste eigentlich Word gestartet werden. Ja, da kommt es auch schon. Erste Schritte mit Office anmelden oder ein Konto erstellen. Schauen wir mal, dann muss ich jetzt zunächst nochmal meine Benutzerdaten eingeben und dann melde ich mich also hier an. Die Lizenzen werden aktiviert und ich kann jetzt mit Word hier weitermachen. Ich bin es gewöhnt, mit einem Doppelklick auf die Titelleiste unter Windows das Fenster zum Vollbild zu machen. Das geht hier nicht. Genau, so jetzt habe ich also Word gestartet. Und wenn ich jetzt mal hier unten schaue, dann habe ich hier jetzt Word. Genau, also da muss ich noch ein bisschen genauer schauen, wo ich die Desktop-Versionen jetzt gezielt starten kann. Da habe ich noch ein bisschen wenig Erfahrung hier am Mac. Aber über Microsoft 365, also über den Browser, kann ich meine Dateien starten. Ich komme in die Desktop-Programme und ich würde sagen, also die Installation, das ging jetzt doch recht schnell. Der Hauptaufwand war das Herunterladen von der Software, aber die ganze Anmeldung und so hat gut funktioniert. Und jetzt werde ich dann im nächsten Schritt mal die verschiedenen Programme aufmachen und da zeige ich euch dann, was es vielleicht noch an Tipps gibt, jetzt wenn man so umsteigt von Windows auf so einen Mac. So, was ich aber jetzt noch machen möchte, ist, ich möchte noch OneDrive installieren, also nicht OneDrive als Dateiablage, wie wir es vorhin im Browser schon mal kurz mit dieser Wolke gesehen haben, sondern OneDrive als Synchronisationssoftware, sodass meine Daten auch hier auf dem Mac zur Verfügung sind. Und dazu möchte ich erstmal OneDrive starten. Und das geht über den Finder. Im Finder gibt es einen Abschnitt mit Programmen und hier kann ich blättern. Ich mache das inzwischen mit 2 Fingern nach oben bzw. nach unten ziehen. Finde ich sehr praktisch, ist für einen Mac-User wahrscheinlich selbstverständlich, aber jetzt, wenn man von Windows kommt, eigentlich eine ganz schöne Sache. Und hier habe ich OneDrive und jetzt schaue ich mal, wenn ich da einen Doppelklick drauf mache, was genau passiert. Jetzt heißt es, zum Öffnen von OneDrive musst du Rosetta installieren. Klingt jetzt für mich wie irgendein Softwarename. Rosetta ermöglicht es, Intel-basierte Funktionen auf dem Mac zu nutzen. Okay, dann mache ich das mal. Das klingt ja fast, als wäre das dann OneDrive vom Windows-Rechner, nur hier auf dem Mac in einer eigenen Umgebung. Mal schauen. So, jetzt wird also Rosetta installiert und dann müsste OneDrive installiert werden bzw. aufgehen. Übrigens, wenn ich ein Programm mal gestartet habe, dann wird es normalerweise hier unten mit aufgenommen. Ihr seht, ich habe jetzt auch schon mal Outlook und Excel gestartet und wenn ich das hier nicht haben will, dann kann ich hier tatsächlich auch über die Optionen sagen, ich möchte das aus dem Dock entfernen zum Beispiel.
So, jetzt OneDrive scheint im Moment nicht zu starten. Vielleicht ist jetzt nur Rosetta installiert, dann starte ich OneDrive nochmal und gucke, was dann passiert. Gar nichts. Doch, jetzt hier rechts oben. OneDrive-Mitteilungen, Hinweise. Ich mag sowas eigentlich nicht, aber ich schalte es jetzt mal ein, um mal ein bisschen zu sehen, wie das funktioniert. Und jetzt wäre die Frage, wo ist mein OneDrive gestartet? Ah ja, okay, diese Wolke, die ist schon mal bekannt. Okay, dann melde ich mich noch an. Das ist übrigens auch am Windows-Rechner so, dass man für die verschiedenen Funktionen von Microsoft 365 mehrere Anmeldungen hat, die auch teilweise unabhängig voneinander sind. Das hat manchmal Vorteile, aber meistens ist es eher nervig. Also ich muss jetzt nochmal hier meinen Benutzernamen und mein Passwort eingeben. Es gibt jetzt einen Standardort, wo das angelegt wird. Das passt für mich. Und damit werden dann auch gleich die Daten zur Verfügung stehen, die ich brauche. So, Synchronisierung starten, okay. Das kenne ich im Prinzip alles. Mobile App brauche ich im Moment nicht. OneDrive-Ordner öffnen. Genau. Und hier habe ich jetzt schon meine Notizbücher, meine freigegebenen Dokumente, die Aufnahmen. Genau. Das heißt, hier wird jetzt im Hintergrund auch schon entsprechend synchronisiert. Das lasse ich jetzt mal im Hintergrund laufen und dann schaue ich später, was ich da vielleicht noch an Einstellungen machen muss. Genau, und hier oben schauen wir mal, was er mir hier sagt. Genau, also standardmäßig belegen die jetzt erstmal keinen Platz, außer ich lade sie dann gezielt herunter. Aber das wird mal ein eigenes Video zu OneDrive, sowohl unter Windows als auch am Mac. Da habe ich bisher noch nichts. Ja, wenn dir das Video gefallen hat und vor allem, wenn du Interesse an dem Selbstversuch hast, dann abonniere doch den Kanal und schalt auch die Glocke ein, damit du da an alles erinnert wirst. Vielen Dank fürs Zuschauen, viel Spaß beim Ausprobieren und Anwenden und bis zum nächsten Video. Ciao, euer Arno.